Claas hat den Trion 2021 vorgestellt und damit direkt Furore gemacht. Auf Basis des ehemaligen Lexion-Dreschwerks mit 60er Trommel ist die Maschine vor allem für Lohnunternehmer und Betriebe in mittleren Strukturen konzipiert. Gleichzeitig bietet der Trion nahezu die gleiche Ausstattungsvielfalt, wie sie der neue Lexion zu bieten hat. Wir waren deshalb sehr gespannt, wie die Maschine im Profi-Praxistest abschneidet. Dazu haben wir mit dem Trion 730 die Hybridmaschine mit dem 1,42 Meter breiten Kanal und Einzelrotor zur Restkornabscheidung beim Drusch von Raps und Getreide unter die Lupe genommen. Schon im Raps konnte das 7,70 Meter breite Vario-Schneidwerk V770 seine Stärken ausspielen. Der Tisch lässt sich per Knopfdruck um stolze 70 cm verschieben und es gibt einen schön flach gehaltenen Haspelantrieb mit Getriebe statt Kette. Außerdem sind die Seitenmesser jetzt mechanisch angetrieben, was laut Claas 50% mehr Schnittkraft bringt. Vor allem aber erleichtert die Konstruktion nochmal den Umbau, da man keine Ölschläuche mehr kuppeln muss und die Messer ohne Ölmotor viel besser zu handeln sind. Einziger Störfaktor unter den schwierigen Bedingungen im vergangenen Jahr war der mechanische Abrieb. Hier kam es mal eher zum Stau. Ansonsten ist auch die anschließende Montage der Halmteiler jetzt noch einfacher, da die Höhe nicht jedes Mal neu justiert werden muss. Dann noch schnell die Messer im Wagen verstaut und schon kann es weitergehen. Multikuppler abschrauben, Gelenkwelle abziehen und die Verriegelung lösen. Schon kann das Schneidwerk abgelegt werden. Vor allem mit dem zweiachsigen Wagen keine Kunst. Dank Kameraausstattung ab Werk gilt das auch für das Treffen der Anhängerkupplung ohne Einweiser. Vorbildlich gelöst hat Claas auch die Verriegelung des Schneidwerks auf dem Wagen. Das passt eigentlich immer. Und nachdem auch die Hände wieder sauber sind, kann es weitergehen zum nächsten Acker. Selbst mit der 2,5 Meter hohen 800er Bereifung bleibt der Trion dafür unter den magischen 3,50 Meter Außenbreite. Dank 30 km/h ist man zügig unterwegs. Und schon kann es in Weizen weitergehen. Bevor alle Bestände ins Lager gingen, überzeugte der Trion sowohl mit seiner Durchsatzleistung als auch der Druschqualität. Gleichzeitig kommt der Komfort für den Fahrer nicht zu kurz. Die Kabine bietet ausreichend Platz und die Bedienung lässt dank des CBIS Touch Displays sowie des C-Motion Bedienhebels kaum Wünsche offen. Genug Platz ist auch das richtige Stichwort für den Korntank. 12 Kubikmeter fasst der große Bunker. Da muss natürlich auch die Abtankleistung passen, die Claas wahlweise mit 110 Liter pro Sekunde oder 130 Liter pro Sekunde anbietet. Was hier das Problem sein kann und warum man die 408 PS aus dem Sechszylinder von Cummins sehr gut gebrauchen kann, erfahren Sie alles in unserem ausführlichen Test in der neuen Profi-Ausgabe. Bestellen Sie am besten noch gleich hier ein vergünstigtes Mini-Abo. Wir drehen derweil noch ein paar Runden mit dem Trion 730.